Vertrauen begründet sich nur in einer absoluten Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Deswegen ist Transparenz für mich ein ganz, ganz großer Fakt. Mein Name ist Marco Rumpf. Mein Name ist Maximilian Jentsch. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt, bin jetzt seit 3 Jahren hier beschäftigt. Geschäftsführender Gesellschafter der DRH Vermögensverwaltung. Wir haben 2 Standorte, Dresden und in Zwickau, und verwalten aktuell 700 Mandanten, Privatkunden und institutionelle Kunden. Es wird in dieser schnelllebigen Zeit immer dazu führen, dass man sich immer weiterbilden muss und auch sollte. Und ich sage das immer zu meinen 4 Kindern: Stay curious. Also wer nicht neugierig bleibt, wird letztendlich in dieser Branche scheitern. Es gibt 2 Dinge, die hat mir mal ein Ausbilder erläutert. Er sagt, nur Dinge zu tun, die ich verstehe. Und dies aber breit zu diversifizieren. Für uns ist ja irgendwo die Challenge, möglichst individuell für den Kunden zu sein und bei uns im Unternehmen aber möglichst standardisiert. Infront ist natürlich unser Kernsystem, das gehört zu DRH seit Gründung. Wir können also dem Kunden die ganze Zeit zeigen, okay, wir berücksichtigen deine individuellen Wünsche in deinem Portfolio. Das erleichtert uns unheimlich den Reporting-Versand und das ermöglicht Infront. Ich muss meinen Kunden näher bringen, dass es die Aktienanlage eine alternativlose Assetklasse ist. Die Kunden können es von mir verlangen, dass ich mich mit neuen Assets wie dezentrale Währungen, Kryptos auseinandersetze. Für ihn diesen Dschungel versuche zu durchleuchten, mir das Wissen anzueignen. Da gibt es ganz individuelle Wünsche. Ich kann die Transparenz rüberbringen über ein Reporting, was auf Knopfdruck an 700 Mandanten an einem Tag zeitgleich herausgeht. Das ist nur möglich, da Infront die Möglichkeit bietet, die Reportings, die ich über die Scheduled Reportings auswerte, so zu benennen, dass wir die dann auch der E-Mail zuordnen können. Wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, gäbe es das Ganze hinten dran nicht und wir würden wahrscheinlich immer noch da sitzen und händisch Reportings versenden, was wir aber nicht tun, dank Infront. Wir hatten jetzt immer darüber gesprochen, Digitalisierung versus persönlicher Betreuung. Ich sehe das ja als Zusammenspiel. Ne? Das ist auch so ein wesentlicher Punkt wieder, wo zeigt, dass Infront Möglichkeiten bietet, das zu seinem System zu machen. Und diese Möglichkeiten muss man nutzen, wenn man in der Branche langfristig Bestand haben will und wenn man vor allem in der Branche den Weg der Digitalisierung mitgehen möchte. Wir sind sehr zufrieden mit der Betreuung von Infront. Also der Infront-Support hilft uns da auch sehr in unserer täglichen Arbeit. Unsere Anfragen werden eigentlich relativ schnell bearbeitet. Spätestens nach einer halben Stunde gibt es einen Response und nach 1, 2 Tagen maximal haben wir eine Lösung. Man hat in Infront die Möglichkeit, Allokationsformeln zu hinterlegen und dementsprechend bist du auch relativ schnell in dem Rebalancing. Diese Möglichkeit, die wir dort haben, ist sehr, sehr mächtig. Die Dienstleistung Vermögensverwaltung ist eine sehr individuelle und personenbezogene. Dort hilft uns die Digitalisierung unfassbar. Wir haben kürzlich den Investment Manager eingeführt und die Migration von dem alten Market Manager zum Investment Manager hat reibungslos funktioniert. Wir hatten eine gute Betreuung seitens Infront, mussten unsere Prozesse nicht umstellen. Dementsprechend gab es da keine Probleme. Und großer Vorteil ist eigentlich die neue Excel-Schnittstelle, die der Investment Manager mitliefert. So haben wir die Möglichkeit, dann auch im Portfolio Manager Kunden individuelle Auswertungen zu generieren, wo sie sehen, wo bin ich investiert, wie ist meine Dividendenrendite etc. Dass ich sagen kann, ich kann eigentlich alle 1600 MSCI-Unternehmen in ihren Earnings quartalsweise nach den Dingen filtern, ob jetzt Revenues oder Gewinne oder was auch immer, und habe die Ergebnisse. Und das ist natürlich eine unfassbare Hilfe. Ich will fast sagen, eine Überlebenshilfe.